Scalable Capital oder Trade Republic? Welcher Broker ist besser? Bei welchem Depot bekommst du mehr kostenlose Sparpläne und wo ist der Handel mit Einzelaktien günstiger? Wir zeigen dir alles, was du wissen musst, die möglichen Kosten und Gebühren, die Vorteile, aber auch die Nachteile beider Broker. Am Ende des Videos erfährst du, ob das Depot von Scalable Capital oder das von Trade Republic das bessere für dich ist. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Bei beiden Anbietern handelt es sich um Neo-Broker, die vor allem eine einfache Handhabung und günstige Gebühren beim Handel von Wertpapieren versprechen. Aber wie gut sind sie wirklich und wer liegt im Vergleich vorn? Das beantworten wir dir jetzt. Links zu beiden Anbietern findest du, wie immer, unter dem Video. Legen wir los. Scalable Capital und Trade Republic im Vergleich. Depotgebühren. Das Scalable Capital Depot gibt es mit 3 Tarifen zur Auswahl. Erstens, der Free Broker. Wie der Name schon verrät, ist der Free Broker Tarif kostenlos. Es werden keine monatlichen Gebühren berechnet. Zweitens, der Prime Broker. Der Prime Broker kostet 2,99 € im Monat bei jährlicher Vorauszahlung. Und drittens, der Prime Broker Flex. Der Prime Broker Flex Tarif kostet 4,99 € im Monat bei monatlicher Zahlung. Er bietet die gleichen Leistungen wie der Prime Broker Tarif, hat aber den Vorteil, dass er monatlich kündbar ist. Zwischen dem Free Broker und den beiden Prime Tarifen gibt es beim Handel von Aktien, Fonds, Derivaten und ETFs Unterschiede. Welche das genau sind, erfährst du gleich, wenn wir zu den Gebühren kommen. Bei den Sparplänen gab es früher ebenfalls Unterschiede zwischen den Scalable Capital Tarifen. Seit einigen Monaten erhältst du nun aber im Free Broker und in den Prime Tarifen das gleiche Angebot. Bei Trade Republic werden generell keine Depot- oder Kontoführungsgebühren berechnet. Das Depot ist kostenlos. Verwarntgeld. Bei Scalable Capital wird kein Verwarntgeld berechnet. Bei Trade Republic gibt es derzeit ebenfalls kein Verwarntgeld. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Mit dem Scalable Capital Depot kannst du Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate und Optionsscheine handeln. Außerdem kannst du Krypto-ETPs von CoinShares auf Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Tezos und Ripple kaufen. Der Forex-Handel mit Währungen ist leider nicht möglich. Beim Trade Republic Depot ist der Handel mit Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikaten und Optionsscheinen möglich. Außerdem kannst du mit Trade Republic Kryptowährungen handeln. Das Angebot ist allerdings auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether von Ethereum, EOS, Chainlink, Stellar, Uniswap, Litecoin und Ripple beschränkt. Der Forex-Handel mit Währungen ist leider nicht möglich. Möchtest du Derivate wie Optionsscheine handeln, stehen dir bei Scalable Capital die Produkte von Goldman Sachs, HSBC und HVB über den Handelsplatz Getex zur Auswahl. Bei Trade Republic ist der Handel mit Derivaten von Citi, Société Générale und HSBC möglich. Beide Anbieter bieten zudem ein großes Angebot an Aktien- und ETF-Sparplänen. Details dazu erfährst du gleich. Die Handelsplätze. Bei Scalable Capital kannst du entweder über Getex, dem elektronischen Handelsplatz der Börse München, oder über Xetra handeln. Andere Börsenplätze stehen dir nicht zur Auswahl. Mit Trade Republic ist nur der Handel über L&S Exchange, dem elektronischen Handelsplatz der Börse Hamburg, möglich. Weitere Börsen gibt es nicht. Mit diesen Handelsplätzen kannst du den größten Teil an deutschen und internationalen Aktien handeln. Gebühren und Kosten. Bei Scalable Capital kannst du alle angebotenen Aktien- und ETF-Sparpläne ohne Gebühren besparen. Es spielt keine Rolle, ob du den kostenlosen Free Broker Tarif oder einen der beiden gebührenpflichtigen Prime Tarife gewählt hast. Auch bei Trade Republic sind alle Aktien- und ETF-Sparpläne kostenlos besparbar. Wie viele kostenlose Sparpläne du jeweils besparen kannst, zeigen wir dir gleich. Die Kosten für den Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten hängen bei Scalable Capital davon ab, ob du den Free Broker oder einen der Prime Tarife wählst. Nutzt du den Free Broker Tarif, bei dem keine monatlichen Gebühren anfallen, sind die Handelsgebühren wie folgt, wenn du Trades am Handelsplatz Getex vornimmst. 0 € für alle ETFs der Anbieter iShares, Invesco und Xtrackers. Voraussetzung ist eine Mindestorder von 250 €. 99 Cent Gebühr zahlst du für den Handel mit allen anderen ETFs, sowie für Aktien, Fonds und Derivaten wie zum Beispiel Optionsscheine. Wenn du statt am Getex Handelsplatz an der Xetra handelst, werden Gebühren in Höhe von 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 € fällig. Nutzt du einen der Prime Broker Tarife für 2,99 € oder 4,99 € im Monat, kannst du alle ETFs, Aktien, Fonds und Derivate ab einer Mindestorder von 250 € kostenlos über Getex handeln. Du bekommst mit der Grundgebühr also eine Trading Flatrate. Beim Handel an der Xetra zahlst du die gleichen Gebühren wie im Free Broker Tarif.
also 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 €. Bei Trade Republic zahlst du pauschal 1 € für den Handel mit Aktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen. Hier gibt es keine Mindestorderhöhe. Die Sparpläne im Vergleich. ETF-Sparpläne. Beim Scalable Capital Depot kannst du aus rund 1900 ETF-Sparplänen aller wichtigen Anbieter wählen. Jeder dieser Sparpläne ist kostenlos besparbar. Die Mindestsparrate für Sparpläne beträgt nur 1 €. So kannst du auch mit einem geringen monatlichen Budget sehr breit streuen. Bei Scalable Capital ist eine monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung möglich. Trade Republic bietet ebenfalls ein sehr großes Angebot an kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen, auch wenn es mit 1500 etwas kleiner ist als bei Scalable Capital. Die Mindestsparrate beträgt hier 10 €. Bei Trade Republic ist eine monatliche, zweimonatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ausführung möglich. Aktiensparpläne. Scalable Capital bietet zudem auch Aktiensparpläne an. Sollte deine Wunschaktie noch nicht dabei sein, kannst du sie an Scalable Capital melden. Das Angebot wird stetig erweitert. Bei Trade Republic kannst du 2500 Aktien ebenfalls kostenlos im Sparplan besparen. Ist die Aktie deiner Wahl teurer, erwirbst du bei beiden Brokern mit jeder Sparplanausführung Bruchstücke. Kryptosparpläne. Mit Scalable Capital kannst du auch in Kryptowährungen per Sparplan investieren. Das Investment erfolgt hier allerdings nicht direkt, sondern in Form von Exchange Traded Products, kurz ETPs von CoinShares. Verfügbar sind ETPs auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Ethereum, Ripple und Litecoin. Bei den meisten werden die Coins physisch hinterlegt. ETPs funktionieren wie ETFs. Die Kryptowährungen werden also hinterlegt und in diesem Fall in Cold Wallets vom Herausgeber verwahrt. Auch bei Trade Republic kannst du per Sparplan in Kryptowährungen investieren. Das Investment erfolgt hier direkt in die gewählte Währung. Aktuell werden, wie beim Handel, folgende Kryptowährungen unterstützt: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether von Ethereum, EOS, Chainlink, Stellar, Uniswap, Litecoin und Ripple. Je Ausführung fällt eine Gebühr von 1 € an. Zugriff auf dein Depot. Dein Scalable Capital Depot kannst du bequem per App am Smartphone oder Tablet sowie über das Online-Banking im Browser führen. Auch Trade Republic bietet den Zugriff per App am Smartphone oder Tablet sowie über den Browser am Computer. Scalable Capital oder Trade Republic? Welches Depot ist besser? Beide Broker bieten sehr interessante Konditionen. Insgesamt liegt aber Scalable Capital im Vergleich vorn. Mit 1900 kostenlosen ETF-Sparplänen hast du hier eine noch größere Auswahl als bei Trade Republic mit 1500. Auch beim Handel mit Wertpapieren bietet Scalable Capital mehr Möglichkeiten. Hier kannst du mit der Trading Flatrate für nur 2,99 € monatlich bei jährlicher Vorauszahlung unbegrenzt Wertpapiere wie Aktien, ETFs, Fonds und Derivate ohne Gebühren bei Getex handeln. Und das bei einer Mindestorderhöhe von nur 250 €. Aber auch wenn du den kostenlosen Free Broker Tarif wählst, zahlst du nur 99 Cent je Order über Getex. Bei Trade Republic wären das 1 € über die L&S Exchange. Zudem kannst du auf einen zweiten Handelsplatz, nämlich Xetra, ausweichen, wenn du ein gewünschtes Wertpapier einmal nicht bei Getex handeln kannst. Links zu beiden Angeboten findest du, wie gesagt, unter dem Video. Hast du noch Fragen zu Scalable Capital oder Trade Republic? Dann schreib uns in den Kommentaren. Schreib uns dort auch gern, wenn du einen Videowunsch hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Auch über jeden neuen Abonnenten freuen wir uns sehr. Wenn du also kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.